Hallo Leute und herzlich willkommen. Ich werde mit Ihnen über meine Erfahrung in Durango sprechen. Erinnert ihr euch, dass ich Scout bin? Ich entdeckte Durango wie Scout und das war fantastisch. Zuerst war ich um 4 Uhr an der Bushaltestelle, um zum Flughafen zu fahren und dort werden meine Freunde sein. Pues qué onda mi gente, aquí venimos para darle al Odamut 2019 y andamos aquí ya en la Terminal 2 mientras estoy esperando a unos compas, así que vamos a darle. Am Flughafen sahen wir, dass es zu groß war. Wir fuhren mit einem Laster in unser Flugzeug. Die Aussicht war wunderbar. Die Landschaft war wunderschön. Wir kamen nach Durango und suchten als erster einen Ort zum Essen, weil wir Hunger hatten. Wir gingen in ein Einkaufszentrum und kaufen dort Wurst. Wir genossen unser Essen und gingen nach Walmart, um Essen für den Rest des Tages zu kaufen. Es war ein perfekter Tag zum Entspannen. Am Morgen wir haben gepackt und sind zur Kasse gegangen. Wir haben den ganzen Tag gebraucht, um Vorräte für das ganze Camp zu kaufen und die Straßen von Durango zu entdecken. Bueno bandita, aquí nos acabamos de encontrar un bebé en el Soriana. Saluda bebé. Dann gingen wir zur Eröffnungszeremonie in die Stadt. Es war erstaunlich, weil wir vom Feuerwerk berührt werden. Am Ende gab es eine willkommene Neonparty, die aber meiner Meinung nach zu früh endete. Wir kehrten zur Ruhe zurück und bereiten uns auf den nächsten Tag vor. Das erste, was wir an diesem Tag taten, war ein Dienst an einer Stadt mit niedrigem Einkommen. Wir kümmerten uns darum, den Kindern Süßigkeiten zu verteilen und ihnen frohe Weihnachten zu wünschen. Vamos, Barney, lo tuyo. Als Gingen fertig waren, gingen wir zum Paseo del Viejo Oeste, ein erstaunlicher Ort und mit dem identisch zu sehen, was wir in den Cowboy-Filmen sehen. Wir haben eine tolle Show voller Gelächter, absolut empfehlenswert. Dann gingen wir zurück in die Stadt, um uns der Legends Rally zu stellen. Saludos bandita. Dies bestand darin, bestimmte Aktivitäten in der
ganze Stadt durchzuführen. Ich fand das unglaublich, weil wir uns in dunkle Straßen wagen mussten und nicht wussten, wer dort sein würde. Super lustige Aktivität. Am nächsten Tag führen wir nach Coscomat. ¡Órale, baboso, muévete! Unseren ersten Kontakt mit dem Wald von Durango. Während der Reise waren alle zu aufgeregt, dass wir sogar mit einem Jungen scherzen, der Süßigkeiten aus der Gegend verkauft. Ihre Freundschaften in diesen Laden sind sicher wertvoll. Señor, no los voy a robar, tristemente, sacaría más dinero de eso, ¿verdad? Pero lo que yo les vengo a manejar... Ay, cabrón, él sí va a robar y no es de la Ciudad de México. Oye. Ruega por nosotros. Als es ankam, war es eine schreckliche Erkältung. Aber mit den Aktivitäten hatten wir es vergessen. Que te toque la puerta. Es que le digo. ¡Ey, che, Doc! Digo. Dort gab es eine Küchenaktivität namens Puliarte. Und ich hatte das Thema der Zubereitung der typischen Lebensmittel ihres Staates. In unserem Fall Puebla. Wir haben nicht gewonnen, aber unser Essen sah gut aus. In derselben Nacht war mein Team fälschlicherweise im Campinghaus untergebracht und ich musste woanders schlafen. Ich war der Besitzer des Hauses. Am nächsten Morgen nahmen wir ein Volanta nach Mexiquillotoy. ¿Todo bien? Vamos a hacer un rato, pero... Das war die beste Aktivität, denn wir genossen unglaubliche Landschaften. Wir kamen in Mexiquillo an und unternahmen Aktivitäten und die Kultur von Durango zu kennen. Mit seiner Nahrung, seine Tänze, die Scout-Projekte, die sie noch tun und etwas anderes. Es war wirklich kalt da drin. Esto, y se va con así, se gritó toda, pero con la masa cruda es cuando se hace zaraza. Aquí se gritó, pero ya de la masa normal. Le vas a hacer la gomita. ¿Quién sigue? Bueno, yo me preparo por mi Las gorditas que se están haciendo son gorditas tipo Nombre de Dios Durango, que son gorditas chiquitas, ya son gorditas para que puedan probar de todos los guisos que tienen en los restaurantes y coman más y tomamos más. No hay que desperdiciar, amigos. ¡Ay, no! O sea, sí se lavaron las manos. Wir wachten auf und das Gras war mit Eis bedeckt. Das war der besten Erfahrungen meines Lebens. Wir begannen mit den extremen Aktivitäten und endeten den Tag mit einem großen Spaziergang durch die Tunnel der Gegend. Die Aussichten waren außergewöhnlich. Am nächsten Tag gab es eine Football-Scout. Wir holten das Camp und fuhren in die Stadt. Das Wetter war perfekt, aber wir hielten es nicht mehr lange aus. Wir bereiten auf Silvester vor und stoßen auf 2020 voller Abenteuer an. Haha. Es gab eine Zeremonie für die Gewinner verschiedener Kategorien.
Und dann fingen alle an zu tanzen. Das beste neue Jahr meines Lebens. ¿Viste de cómo quedaron los libros? Como tipo octagón. Lo suben al grupo. An den folgenden Tagen am Morgen entdeckten wir die Attraktionen der Stadt in Gesellschaft von Freunden, die wir im Camp trafen. Und nachts das Nachtleben, das Durango uns anbot. Es war das erste Mal, dass ich flog. Ich traf Leute, die mir sehr nahe standen. Ich wurde in den letzten Tagen krank, aber das machte es besonders. Si tú fuiste al Odamut, te reto a que pongas aquí abajo en los comentarios tu experiencia. Abschließend möchte ich sagen, dass die alles war und ich danke Ihnen vielmals. Auf Wiedersehen!